Hallo Leute, heute habe ich hier den IcyDog Tough Armor MB839 SPB. Das ist ein Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA-Festplatten und SSDs. Wie das Ganze funktioniert und wofür man das braucht, das sehen wir uns jetzt einmal an. Wofür ist dieser Wechselrahmen eigentlich da? Er kann wunderbar verbaut werden, wenn zum Beispiel im Computer kein weiterer SATA-Slot verfügbar ist oder kein Platz für eine weitere Festplatte, kein Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte oder SSD oder um beispielsweise ältere Rechner, die kein SATA 3 Interface haben, über PCI Express mit einer schnellen SATA SSD in voller Geschwindigkeit ausnutzen zu können. So, ein schnelles Unboxing. In diesem Karton befinden sich außer dem Wechselrahmen noch ein paar Schrauben. Einmal zur Befestigung der Festplatte am Tray und einmal zur Befestigung des Wechselrahmens im PCI Express Slot. Darüber hinaus eine Anleitung, die einigermaßen gut bebildert ist. Die Verarbeitung des Wechselrahmens ist, wie eigentlich der Name schon sagt, sehr hochwertig. Tough Armor, harte Rüstung. Das Teil hält wirklich einiges aus und ist komplett metallisch, inklusive des Trays, des Hebels, natürlich bis auf das Board selbst. In den Wechselrahmen passen Festplatten bis zu einer Höhe von 9,5 mm. Festplatten in 2,5 Zoll gibt es in verschiedenen Höhen. Die üblichsten sind 7 mm, 9,5 mm und das ist das Limit für den Wechselrahmen. Aber es gibt auch welche mit 15 mm, welche dann natürlich nicht mehr passen. SSDs haben üblicherweise eine Höhe von 7 mm und passen auf jeden Fall. Mit diesem Wechselrahmen erreicht man Tempos von SATA 3 komplett. Da stört es auch nicht, dass das Anbindungsprotokoll PCI Express 2.0 ist. Selbst das reicht, um die Geschwindigkeit von SATA 3 vollständig ausnutzen zu können. So kann man auch ältere Computer mit neuen SSDs auf voller Geschwindigkeit nutzen, auch wenn die Computer zu der Zeit nativ kein SATA 3 unterstützt haben. So, machen wir das Ganze mal bereit. Zunächst entnehmen wir den Tray, drehen das Ganze einmal um und dann wird die schwarze Schutzkappe abgeschraubt. Wenn diese dann entfernt ist, kann die Festplatte montiert werden. Einfach die Löcher entsprechend der Löcher im Wechselrahmen ausrichten und dann werden ein paar von den kleinen Schrauben eingesetzt. Relativ simpel, nicht sonderlich komplex. Verbaut wird dieser Wechselrahmen bei mir in meiner HP Workstation Z240. Diese hat bereits eine SSD und 2 Festplatten eingebaut und hat weder weitere freie SATA-Anschlüsse noch irgendwo Platz für eine weitere Festplatte. Ich habe jedoch noch weitere Festplatten hier rumliegen und freue mich, wenn ich diese einsetzen kann, zumal ein bisschen Platz nie schaden kann. So, also relativ simpel. In meinem Fall brauche ich nicht mal eine Schraube. Das Ganze funktioniert werkzeuglos. Ein einfacher kleiner PCI Express X1 Slot reicht, in diesem Fall über meine Grafikkarte montiert. Ja, und dann sieht das Ganze im Endeffekt so aus. Hinten kann man dann einfach die Festplatte entnehmen oder dementsprechend wieder einsetzen. Einen Nachteil, den ich an diesem Gerät sehe, das ist, dass die Festplatte am Wechselrahmen verschraubt wird. Ein schneller Wechsel ist dann doch nicht wirklich möglich, sondern man muss halt schrauben oder sich einen weiteren Tray für sein System dazu kaufen. Das kostet nochmal etwa 15 € oder man schraubt. Was mir daran gefallen würde,
Das wäre, wenn man den Tray irgendwie gestalten könnte, dass er sich an die Festplatte klemmt, ohne dass man sie verschrauben muss. Im BIOS musste ich noch die Fastboot-Einstellungen ein bisschen verändern, aber dann hat das Ganze problemlos gebootet und in Windows lief das Ganze nach dem Plug-and-Play-Prinzip. Die Festplatte wurde problemlos erkannt und damit hat sich das soweit erledigt. Die Geschwindigkeit war im Bereich, wie ich sie im festen Einbau erwarten würde. Gänzlich problemlos. That's it. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.